Hi Leute, ich bin Sophia Kelate und das hier hinter mir ist der brandneue Golf 8 GTI. Ich habe mir heute für euch hier eine extra schöne Stelle ausgesucht, um euch mal den GTI etwas näher zu zeigen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal außen an und schauen uns mal an, was beim GTI alles so neu ist. Direkt vorweg, keine Sorge, dieses Lichtflackern hier, das ist ganz normal, weil das natürlich LEDs sind und dann sieht das auf dem Videomaterial immer so flackernd aus. Ja, wir schauen uns die Front hier an und was man direkt vielleicht erkennt, wenn man sich den Vorgänger GTI vor Augen hält, ist einmal hier dieser neue durchgehende Wabengrill, der doch schon ziemlich groß und markant wirkt. Was auch neu ist die Platzierung der Nebelscheinwerfer. Das sind diese Leuchten hier, die jetzt hier in so einem auch Wabenmuster jeweils 5 Leuchten auf jeder Seite angeordnet sind. Dann haben wir hier auch noch mal ein durchgezogenes Lichtband hier zwischen den Scheinwerfern. Das ist das Tagfahrlicht. Was ich mich gefragt habe, was ihr euch vielleicht auch fragt, ist, geht das überhaupt hier mit dem durchgezogenen Lichtband? Ist das so erlaubt? Und ich habe mir erklären lassen, wenn es 2 getrennte Schaltkreise sind, dann ja, und sprich, wenn es nicht durchgehend ist, hier sieht man ja, hier ist das Logo noch dazwischen und in dem Fall ist das so erlaubt. Die Nebelscheinwerfer sehen, wenn sie an sind, zwar schön aus, aber da sollte man natürlich darauf achten, dass sie nur eingeschaltet werden, wenn draußen natürlich auch Nebel ist. Ansonsten sollte man die auslassen. Der Golf 8 ist ja im Allgemeinen etwas markanter geworden. Mir gefällt auch schon das normale Modell, also das Nicht-GTI-Modell. Beim GTI, muss ich sagen, haben sie noch eine Schippe oben drauf gelegt. Auf den Fotos, als ich ihn zuerst gesehen habe, muss ich sagen, war er noch etwas gewöhnungsbedürftig. Aber hier in Live sieht er wirklich verdammt gut aus. 19 Zoll Felgen hat er drauf. Hier sind jetzt Bridgestone-Reifen drauf. Optional bekommt man sogar Sportreifen, Michelin Pilot Cup Sportreifen. Ich bin auch sehr froh, dass ich den jetzt heute hier in Weiß bekommen habe. Ich finde, Weiß ist doch noch eine recht gängige Farbe beim GTI und vielleicht wisst ihr es, ich hatte ja den Vorgänger als Clubsport, der war auch weiß und ich finde Weiß an dem GTI eigentlich sehr, sehr schön. So sieht das Heck aus, ist leider schon ein bisschen staubig, weil ich jetzt gerade schon ein paar Fahraufnahmen hier auf dem Feldweg gemacht habe. Sehr schön finde ich diese markanten Heckleuchten. Also ich muss sagen, das ist sehr, sehr sportlich gelungen. Gewöhnungsbedürftig ist natürlich erstmal das GTI-Zeichen hier direkt unter dem VW-Logo. Vorher saß das ja hier links an der Seite. Jetzt sitzt es genau mittig. Ja, kann man sich dran gewöhnen. Und was auch noch sehr toll ist, dass der Wagen noch 2 echte Endrohre hier sitzen hat. Wie der Wagen klingt, das zeige ich euch gleich. Ganz GTI-typisch sind natürlich hier auch Gott sei Dank die Sitze geblieben mit diesem Karo-Muster und den roten Akzenten. Sehr interessant finde ich die Sportsitze. Ich schaue mal hier von hier hinten rein. Da kann man es sehr gut erkennen. Dann schalten wir den Wagen mal ein. So sieht der Schlüssel aus. Ich habe heute übrigens einen Handschalter bekommen. Den Wagen gibt es einmal mit einer 6-Gang-Handschaltung oder mit einem 7-Gang-DSG-Getriebe. Bei der DSG-Variante ist dann anstelle des Schaltknüppels hier so ein kleiner Mini-Wählhebel. Den haben sie natürlich auch wesentlich kleiner gemacht als beim Vorgänger. Auch hier farbtypisch alles in Rot gehalten und auch das Virtual Display hier vorne im GTI-Design mit Wabenmuster. Das Interieur hat einen sehr modernen Sprung gemacht beim Golf 8 zum Vorgänger und beim GTI hier findet man überall die roten Akzente wie Nähte und oder hier auch am Lenkrad zum Beispiel wieder. Knöpfe findet man hier so gut wie keine mehr. Das Ganze funktioniert hier alles eigentlich überwiegend per Touch. Einmal hier die Klimaanlage, lauter, leiser. Das ist alles hier mit so einem Touch-Regler. Touch gibt es sogar hier am Lenkrad. Auch hier kann ich per Touch die Musik lauter und leiser stellen. Wem das Ganze hier in Rot nicht gefällt auf den Displays und in der Ambientebeleuchtung, der kann das Ganze hier auch ja, beliebig einstellen. Wir können das Ganze zum Beispiel hier grün schalten. Das finde ich sehr schön, ist eine tolle Spielerei und dementsprechend im Dunkeln sieht man es besser, leuchtet dann die Ambientebeleuchtung auch in den Farben und man kann das sogar zweifarbig einstellen. Hier haben wir einmal grün. Ja, das passiert, wenn alles nur noch Touch ist, dann kommt man auf den Touch-Display. Ja, grün und als Kontrastfarbe nehmen wir einfach mal wieder rot. Sehr gut geregelt finde ich auch hier die Belüftungsschlitze, die hier in so einem durchgehen. An den Interieurleisten finden wir hier auch so ein leichtes Wabenmuster wieder. Da
schmeißt man sein Handy rein und dann geht die Klappe zu, dann rutscht nichts hin und her und man wird auch vielleicht nicht abgelenkt, wenn das Display anfängt zu leuchten, wenn man irgendwie eine Nachricht bekommt oder so. Was ich auch noch ganz gut finde, hier ist der Cup-Holder, der größenverstellbar ist und wo man jetzt hier einfach eine größere oder auch eine kleinere Flasche reinstellen kann. Ja, hinten sind jetzt nicht so die bequemsten Sitze, etwas hart, man sitzt relativ gerade, aber ich weiß nicht, ob man sich so ein Auto holt, um hinten auch oft irgendwie Leute mitzunehmen. Der Golf 8 GTI hat den gleichen Motor drin wie sein Vorgänger, ein 2 Liter 4-Zylinder Turbomotor. Spannend ist aber, dass der jetzt serienmäßig schon, also das Grundmodell, mit 245 PS kommt. Also so wie beim Vorgänger die Performance-Version. Den GTI wird es allerdings nur noch als 5-Türer geben. Vorher gab es den ja auch als 3-Türer. Ich glaube sogar allgemein die Golf 8 Versionen kommen nur noch als 5-Türer. Der GTI kommt typisch wie seine Vorgänger auch mit Frontantrieb. Dann wird auf jeden Fall noch der GTE und GTD nachziehen. Für die Allradfahrer bin ich mir ziemlich sicher, wird auch noch die R-Variante kommen. Und man munkelt, vielleicht kommt auch noch eine TCR-Variante. Um das Heck etwas sportlicher aussehen zu lassen, gibt es hier dann noch eine Art kleinen, in Anführungsstrichen, Heckspoiler. Für eine noch sportlichere Optik gibt es dann hier noch so eine Art Frontspoilerlippe und einen etwas herausstehenden Seitenschweller. Was uns natürlich, oder mich vor allem brennend interessiert, ist, wie fährt er sich, und das zeige ich euch jetzt. Also das Fahrwerk ist schon verdammt hart, gerade hier auf dem Feldweg, der beste Test überhaupt. Ja, ist schon ein sehr straffes Fahrwerk. Also gibt bequemere Optionen, aber wir wollen es ja sportlich und von daher passt es wieder. Klar, jetzt hier so hoppelige Feldwege sind jetzt vielleicht nicht so die beste Option, aber dafür liegt er dann richtig schön straff auf der Straße, wenn man dann wieder ein bisschen mehr Gas geben will. Dann testen wir jetzt mal hier auf dem Feldweg, wie schnell er sich denn anfährt. Aber geht schon gut, ne? Reifenquietscher war auch mal kurz dabei. Emotional ist ja auch echt immer noch viel vorhanden und das finde ich gut. Wenden geht auch ratzfatz mit dem Wagen. Ui, 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 ui. Mega. Das kann er. Was natürlich nicht fehlen darf, ist ein Soundcheck. Hier steht Eco-Tipp. Bitte Gaspedal im Stand nicht betätigen. Okay. Oh, da ist der leichte Kopf weg. Hätte ich nicht gedacht. Das klingt ja doch noch recht schrott. Ich bin sehr froh, dass ich heute den Wagen hier als Handschalter bekommen habe. Da kann man sich mal wieder richtig austoben. Wir müssen aufpassen, dass ich hier nicht zu schnell fahre. Das machen wir gleich auf der Autobahn. Aber ich muss sagen, als Handschalter macht er richtig Spaß. Ich persönlich fahre aus Bequemlichkeit lieber das DSG-Getriebe. Für Leute, die viel fahren, gerade auch viel beruflich, empfehle ich einfach immer das Automatikgetriebe. Wer ein bisschen mehr Spaß haben will und ein bisschen vielleicht auch Landstraße gerne oft fährt oder bei sich vor der Tür hat, dann macht natürlich so ein Handschalter emotional doch noch ein bisschen mehr Spaß. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei dem Golf 8 GTI bei 250 km/h und von 0 auf 100 schafft er in 6,2 Sekunden. Wer ein bisschen sportlicher unterwegs sein will, der kann hier den Fahrmodus wechseln, indem man hier auf den Knopf drückt und dann hier auf Sport schaltet und dann
sollte er sich ein bisschen sportlicher bewegen. Okay, den Fahrmodus merkt man, glaube ich, mehr tatsächlich bei dem DSG-Getriebe, weil er dann automatisch ja auch sportlicher schaltet, weil das Schalten ist hier immer noch die Aufgabe des Fahrers mit dem Handschalter. Aber man hört schon so ein paar leichte Pops und Bangs jetzt hinten raus. Also es ist schon ein bisschen, klingt wieder ein bisschen sportlicher dann. Negativkriterium dabei ist, was ich leider schade finde, dass man die Fahrmodi nicht irgendwie am Lenkrad wechseln kann, sondern dass man dabei tatsächlich hier unten hin drücken muss und hier auf das Display drücken muss. Klar kann jetzt der eine oder andere sagen, man kann das ja alles schon vorher einstellen, aber ich zum Beispiel kenne das aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich schalte die Fahrmodi, je nachdem, wie man es gerade braucht. Wenn man Langstrecke Autobahn fährt, im ganz normalen Verkehrsfluss, dann fahre ich im Komfortmodus. Und wenn ich dann merke, oh, jetzt kommt hier eine schöne, sportliche, kurvige Straße, dann möchte ich gerne den Fahrmodus wechseln. Und dann finde ich es blöd, wenn man hier unten irgendwas noch wählen muss, weil man soll ja schon eigentlich mit den Augen auf der Straße bleiben und mit den Händen am Lenkrad. Preise sind zurzeit noch nicht offiziell bekannt, aber man geht davon aus, dass der GTI preislich ungefähr bei 35.000 bis 36.000 Euro anfangen wird. Ja, der klingt wirklich noch sehr, sehr gut. Jetzt will ich aber einmal heute hier Gas geben können, oder? Sei mir doch einmal gegönnt heute. Oh, ich muss hier schon abfahren. Mein Fazit zum neuen Golf 8 GTI. Sieht schick aus, hat immer noch super viel Emotionales, ist echt sportlich, kann ich mir auch sehr gut vorstellen als nächstes Alltagsauto. Was sagt ihr zum neuen Golf 8 GTI? Schreibt alles in die Kommentare, wie findet ihr die Optik? Sagt ihr, ist cool, sagt ihr, nee, Vorgänger gefällt mir besser, schreibt gerne alles in die Kommentare. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um die nächsten Videos zu sehen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis bald, ciao. Und der sieht schon mal verdammt geil aus. Ich habe mir hier heute eine extra besondere... Nee. Eine extra besondere... Da hatte ich echt... Ich kann euch persönlich sagen... Nein, ist scheißegal. Der sieht aus wie eine Mischung aus einem A7 und einem BMW 6er und einem